Wenn wir oder ihr aufschreibt, dass ihr die Psalmen durchgelesen habt in eure Bücher, when you write down that you read the Psalms in your books, dann solltet ihr euch auch auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich geschafft und jetzt verdiene ich einen Kaffee oder einen Tee. you should give yourself a tap on the shoulder and say, wow, I've made it and now I deserve a coffee or a tea. I'm sorry for starting in German, I'm somehow a bit unconcentrated. Now we switch to the right mood. Gut, jetzt wechseln wir Sprachen. Okay. Sometimes it's confusing at our base because we always swap languages all the time. So Das ist manchmal ein bisschen verwirrend in unserem Zentrum, weil wir immer die Sprachen vermischen. I assume that's the same here. Ich schätze mal, so ähnlich ist das hier auch. I like it, it's fun, but sometimes when we don't concentrate, yeah. Ich mag es, ich finde es lustig, aber wenn man sich dann nicht konzentriert. Okay, I wanted to add two things that I forgot about Joshua. Zwei Dinge wollte ich noch hinzufügen, die ich bei Josua vergessen hatte. One is about the walls of Jericho Das eine geht um die Mauern von Jericho and the strange text where the sun stood still. und diese komische Textstelle, wo die Sonne still steht. Okay, that's one thing. Das ist das eine. And then in Judges, I would like to get into the book, have an overview, and we see where we're getting. Und dann möchte ich mit euch in Richter eintauchen, einen Überblick über das Buch machen und dann schauen, wie weit wir kommen. But before doing that, I would like to ask the challenging questions that we already pointed at yesterday. Zuvor wollte ich noch diese herausfordernden Fragen angehen, die wir gestern schon gesehen haben. So between finishing Joshua and starting Judges. Wir werden heute also Josua zu Ende bringen und dann mit Richter anfangen. Okay. Now, if we look at the site of Jericho, Wenn wir uns die Ausgrabungsstelle von Jericho anschauen, it is fortunately a site where people did not build on top. zum Glück ist das ein Ort, wo die Leute nicht einfach drüber gebaut haben. That makes archaeology very difficult when villages grow on top of original sites. Und das macht die Archäologie viel schwieriger, wenn zum Beispiel ein Dorf auf so einer Ausgrabungsstelle gebaut wurde. Has one of you been in Jerusalem? War jemand von euch schon in Jerusalem? Did you visit some of the archaeological sites? Sometimes Ja, goes down quite a bit. Von Yeah. den Städten gesehen, manchmal muss man da ziemlich weit runtergehen. And they had to dig without destroying what's built upstairs. Und dann müssen die da unten reingraben, ohne das zu zerstören, was oben drüber So gebaut that's wurde. quite challenging sometimes and very expensive. Das kann echt herausfordernd sein und auch sehr teuer. So in Jericho we don't have that problem, fortunately. In Jericho haben wir zum Glück dieses Problem nicht. The old Jericho was left untouched. Das alte Jericho, das ursprüngliche Jericho wurde unberührt gelassen And they were building beside because it was totally destroyed. und dann wurde eine neue Stadt daneben aufgebaut, weil die alte komplett zerstört war. So when we read about Jericho in the New Testament, we're not reading about the same, it's the location just beside. Wenn wir im Neuen Testament also Jericho lesen, dann ist es nicht an derselben Stelle, sondern direkt daneben. So the blind beggar was somewhere around here, around here when Jesus passed by. Der blinde Bettler, der war also etwas seitlich, abseits dieser ursprünglichen Stelle, als Jesus vorbeikam. Now, Jericho was not a very big city, Jericho war keine sehr große Stadt, but a very strong city. aber eine gut verteidigte. The mound is about, let's say, 500 meters by 170 meters, something like this. Dieser Hügel ist etwa 500 Meter lang und 160, 70 Meter breit. And around the hill they had the walls, the famous walls that came down. Und um diesen Hügel herum gab es diese berühmten Mauern, die hinabfielen. And we read the story, that's quite good. Huh? Die Geschichte haben wir natürlich schon gelesen. Now, there is a big discussion about did it really happen the way it's recorded in Joshua? Es wurde viel darüber diskutiert, ob es tatsächlich so stattgefunden hat, wie es in Josua berichtet wird. And usually when you read articles about that you read something like, and all the excavations that were made in Jericho prove that, and then you have your arguments. Oftmals, wenn wir einen Artikel dazu lesen, dann lesen wir da die ganzen Ausgrabungen bei Jericho, die beweisen das, und dann geht es darum in dem Artikel. Well, I'm a bit blunt now. Actually, they made 3 holes.
Ich sage jetzt mal ganz deutlich, eigentlich wurden da nur 3 Löcher gegraben. This is a ditch here, this is one, and the other one you don't see from that angle, so it's up here. Hier ist ein Graben, dann weiter nördlich. The picture is just reversed. I couldn't get another one, so it's just the wrong way around. So. Ja, das ist von Süden. Das ist von Norden Norden. aufgenommen. Ja, nach Süden. hier ist Norden. Okay. Das Bild So, hier ist also getreten vergleicht zu dieser Karte. so they were digging into the mound from the sides, Ja, und von den Seiten her in diesen Hügel hineingegraben. and that's where they found things regarding the walls, quite obviously. Und dabei haben sie auch Entdeckungen über die Mauern gemacht. So it's like when you cut into a cake, you see the construction of the cake. Wie wenn man in einen Kuchen hineinschneidet und dann sieht, wie der Kuchen aufgebaut ist. Now they were also making a hole up here where, and now it's going on over there, so they are working on the mount quite extensively. Und dann haben sie da noch ein Loch gemacht und hier sehen wir nochmal eins. Das heißt, sie arbeiten schon konzentriert an diesen Hügeln. And archaeologists, when they dig, they are dependent on what people left. Wenn die Archäologen etwas ausgraben, dann hängen sie stark davon ab, was die Leute hinterlassen haben. And one of the best places for archaeologists to find is the rubbish heap. Und das beste Los für Archäologen ist, wenn sie die Müllhalde finden. Well, if they find complete things, of course, that's even better, but that's quite rare. Wenn sie komplette Gegenstände finden, ist das So, natürlich noch besser, aber das ist sehr selten. The rubbish heap, they find stuff that people threw away. Auf einer Müllhalde finden sie Dinge, die die Leute weggeworfen haben. And you don't work on the rubbish heap, you just throw things there. Und das wird normalerweise dann nicht bearbeitet, sondern das wird einfach dahin So geworfen. the older stuff is below, the newer stuff is on top. Normalerweise sind die älteren Sachen dann unten und das And- neuere kommt oben drauf. Most things people were throwing away were household things, which would not be used anymore, pots. Oftmals waren es Haushaltsgegenstände, die weggeworfen wurden, die dann nicht mehr verwendet wurden, zum Beispiel Krüge oder... Yeah. So clay elements, pottery, that's where archaeologists can work to find out dates. So Tonelemente, danach können die Archäologen das Datum finden. And then whenever you find something, you have to interpret what you find, Und immer sie was finden, müssen sie interpretieren, was sie da gefunden haben. and that's where the big debate starts. Und da gehen dann die Diskussionen los. Because one scientist interprets this way, the other, no, you're wrong here, and then interprets another way. Denn ein Forscher versteht es so, ein anderer interpretiert es anders. And in terms of Jericho, that varies the dating from between 400 years Und bei Jericho gehen die Meinungen so weit auseinander, dass das Datum um 400 Jahre verändert. or it wasn't even destroyed at all by someone from the outside. Und dass manche sogar denken, es wurde nie zerstört von jemandem von außerhalb. Okay, so we are at the, let's say, we are at loss when all these experts talk about little details. Also wir haben da keine Sicherheit, wenn diese ganzen Experten über diese Because Details sprechen. usually what we can is we can read that stuff, but we don't have the means to evaluate what they are saying. Wir können lesen, was sie berichten, aber wir können das nicht wirklich auswerten und verstehen, was sie wirklich da sagen. Otherwise, we would be the experts and would write books probably. Wenn wir das verstehen würden, dann wären wir ja die Experten, die die Bücher schreiben würden. So, if you look at the interpretations of the pottery and the story of Joshua, you have to make a decision. Wenn wir uns die Erklärung für diese Tonscherben oder Tonkrüge anschauen und die Geschichte von Josua, dann müssen wir uns entscheiden. And so far, the things that I was able to read and interpret and compare, my conclusion is that the story of Joshua is still the best solution. Nach all dem, was ich bisher gelesen habe, herausgefunden habe, verglichen habe, würde ich sagen, die Geschichte, wie sie in Josua beschrieben wird, ist immer noch die beste Lösung. It has a couple of hang-ups, Es gibt ein paar Punkte, die nicht so leicht zu erklären sind. but if you have another interpretation, there are even more hang-ups. So, it's not so easy. Aber wenn man nach einer anderen Erklärung gibt, gibt es noch mehr solche ungelösten Punkte. Und von daher ist es nicht so einfach. And the key element is the interpretation of pottery, and that's not really my field of study. Das Hauptelement zu dieser Bestimmung ist, dass man sich diese Tongegenstände anschaut, und das ist wirklich nicht mein Feld, wo ich... So what I read from some of these giants in pottery, Was ich dann lese von manchen dieser Experten
in diesem Ton sagen. I can follow what they are saying, but I have no means of saying, well, he's right or he's right or she is right. Ich kann dem schon folgen, was die schreiben, aber ich kann jetzt nicht bestimmen, der hat recht oder sie hat recht. Jericho did fall, that is quite clear. Jericho ist gefallen, das ist klar. The time frame, depending on how you interpret, can be in the time of Joshua or is outside of that. Je nachdem, wie man das Datum herausfindet, kann es innerhalb der Zeit von Josua geschehen sein oder auch außerhalb. But I think the story as we have it in the Bible covers it quite well. Ich glaube, die Geschichte, wie wir sie in der Bibel lesen, beschreibt dieses Ereignis ziemlich gut. So that's first thing about Jericho as a whole. Das war zunächst mal was über Jericho als Ganzes. In comparison to Landsberg, actually it's about half the size of Landsberg, that's the old part. Verglichen So, mit Landsberg ist diese Altstadt ungefähr nur halb so groß wie Landsberg. okay, so you can compare it. Nur dass ihr das als Vergleich habt. Now, if we look at the construction of the wall, that's quite interesting. Wenn wir uns den Aufbau der Mauer anschauen, ist das ziemlich interessant. They had a very strong double wall. Sie hatten eine starke doppelte Wand. Here is a normal sized person, and that gives you some impression of the size. That's big stuff. Da seht ihr im Vergleich eine Person, einen Erwachsenen, und im Vergleich dazu die Höhe der Mauer, das war also eine hohe Mauer. Okay. So they had a mound which was raised like this. It was a natural hill actually. Das war ein natürlicher Hügel und da haben sie so aufgeschüttet. They extended the wall. Haben die Mauer verlängert. They were putting up dirt and rocks. Haben Steine und Erde aufgeschüttet. And then cover it with flat stones so it would be slippery. You couldn't walk very good on there. Und das Ganze dann mit flachen Steinen überzogen, damit es rutschig war, dass man nicht leicht hinaufkam. So if someone could breach this wall, they would still have a big trouble here. Wenn jemand also die äußere Mauer durchbrechen konnte, hätte sie immer noch ziemliche Probleme. And you could defend the wall from the top, and there was no protection for those people. Denn von oben konnte man die zweite Mauer gut beschützen und wer angegriffen hat, hatte keinen Schutz. Now that's not only Jericho that was built this way, there were other cities, and that was the system how you make a city break-proof. Es war nicht nur Jericho, die so beschützt war, es gab auch noch andere Städte mit einem ähnlichen Ding. Und so hat man eine Stadt wirklich gut verteidigt. Now, again, on the bottom here, they would build a wall with stones that you could not break off, so everything was covered very well. Auch unten war die Mauer so verstärkt, dass man die Steine nicht einfach herausnehmen konnte. Das war also wirklich gut So zu verteidigen. if you face such a town, you're saying, how do I get in? I mean, Wenn man also vor so einer Stadt steht, dann fragt man sich schon, wie können wir da eindringen? and they had simple means of attack, okay? Die hatten damals nur einfache Waffen, um das anzugreifen. Now, we read that the house of Rahab was in the wall. Wir lesen, dass das Haus Rahabs in der Mauer war. So, because of space reasons, eventually people started building in here, which defeats the purpose of the double wall. Aus Platzmangel haben die Leute mit der Zeit angefangen, auch zwischen den beiden Mauern Häuser zu bauen. And so, the house of Rahab must have been somewhere in here between the wall. Rahabs Haus muss also irgendwo zwischen den beiden Mauern gewesen sein. And then they could go over the wall when they left the spies. Dadurch konnten die Spione, als sie die Stadt verlassen haben, einfach die Mauer hinabgehen. Now, this is a sketch of what they found when they made one of these cuts. Hier seht ihr das aufgezeichnet, was sie gefunden haben, als sie so ein Loch gegraben haben. So it's the Kenyon's Trench, and all the archaeologists give name to what they're doing. Das ist der Canyonsgraben, der ist nach dem Canyon benannt. And if you look at this mound here, you see it's like the hill here. Und wenn ihr euch hier anschaut, wie das hier runtergeht, dann seht ihr, das spricht da hinten den Hügel, den And the ursprünglichen. yellow stuff here looks pretty much the same as the blue stuff over here. Das Gelbe hier, das sieht dem Blauen dort sehr ähnlich. And you find the rocks in here actually, which are indicated on that sketch. Und dann seht ihr hier auch diese Steine, genau wie dort drüben. Okay, so what happened was that a lot of the covering somehow slid down, and then the city wall basically was opened. Vieles von dem, was hier
den Hügel bedeckt habe, ist hinuntergerutscht und die hat damit die Mauer geöffnet. Okay, so basically when it says the walls fall, it slid down to the outside and the things crumbled. Wenn es heißt, die Mauer, die fielen herab, dann heißt es, dass sie hinuntergerutscht sind nach außen und zerfallen sind. So again, the account in Joshua is accurate. Also die Art, wie das erzählt wird in Josua, ist akkurat. It fits even the archaeologists' discoveries. Und sie passt dazu, was die Archäologen herausgefunden haben. The question is only how did it happen? Die Frage ist jetzt, wie ist es passiert? And of course, any scientist would say it cannot be the trumpets. Jeder Forscher würde sagen, das kann nicht von den Posaunen gekommen sein. Some people say, well, they had special sub-sound waves and that triggered the whole thing and everything. Nice ideas. Manche sagen, es gab bestimmte Geräusche, unterschwellige Geräusche, die das vielleicht hervorgerufen haben. This looks like something happened when something happens through an earthquake here. Das sieht hier aus wie die Folgen eines Erdbebens. So, what is going on here? Sorry, I need to get rid of the wireless, otherwise it messes up things. So, we're back. So, it may well have been an earthquake. Es kann tatsächlich ein Erdbeben gewesen sein. And then some people say, well, that's not a miracle, it's an earthquake. Und da gibt es Leute, die würden sagen, das ist doch kein Wunder, wenn es ein Erdbeben ist. Again, God does miracles sometimes in a supernatural way and sometimes in an understandable way for us. Dazu möchte ich nochmal sagen, manchmal macht Gott die Wunder auf eine übernatürliche Weise und manchmal auf eine Weise, die wir gut begreifen können. So if you plan an earthquake on the 7th tour around the city, I would say that's quite a miracle. Wenn man das Erdbeben so timet, dass es genau auch beim 7. Mal passiert, ich glaube, das ist schon ein Wunder. So again, the Bible is not so much concerned all the time how God did things, but that He did them. Nochmal das klar zu sagen, der Bibel geht es oftmals nicht darum, wie Gott gemacht hat, sondern dass er es gemacht hat. So the walls did crumble. They crumbled in a way that we would say it was an earthquake. Die Mauern sind zerfallen, sie sind auf eine Art und Weise zerfallen, wie es für uns nach einem Erdbeben aussieht. But it still was God who had His hand in there and who made everything happening. Aber es war Gott, der seine Hand in all dem im Spiel hatte und der das Ganze ausgelöst hat. Okay, so that would be the thing about the walls here. Das hier für die Mauern hier. Now we have this story in chapter 10. Didn't even write down the chapter. In Joshua 10, verse 12, I think. Huh? Jetzt haben wir diese Geschichte in Josua Kapitel 10. Is it? Vers Ja. 12. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, O sun, stand still over Gibeon, O moon over the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged herself or itself on its enemies, as it is written in the book of Joshua. Damals betete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab. Und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden geweckt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Redlichen? Okay, then the explanation: the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about the full day. There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a man. Surely the Lord was fighting for Israel. Und dann die Erklärung: So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, fast einen ganzen Tag. Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn der Herr stritt für Israel. So, the text is quite clear. The sun stopped for an extended period of time, about a day. Im Text kommt das ganz klar rüber, die Sonne, die stand still, eine bestimmte Zeit, ungefähr einen Tag lang. That's what the people experienced, Das haben die Menschen erlebt and they wrote it down. und sie haben das niedergeschrieben. Okay, the question is, can we handle that? Die Frage ist, können wir damit umgehen? Okay. Now, first of all, the text that is used is from a book called Joshua. Der Text, der hier verwendet wird, kommt aus einem Buch, das heißt Jascha. And you don't have to read it because we don't have it anymore.
Das müsst ihr nicht lesen und wir haben es auch heute gar nicht mehr. It is a book that is quoted a couple of times in the Old Testament, Es ist ein Buch, das mehrmals zitiert wird im Alten and Testament. the name means it's the book of the upright person, the righteous person. Der Name des Buches bedeutet übersetzt, es ist das Buch des redlichen Menschen. It's also used in Kings in one place. Es wird auch in Könige zitiert. So it's literature that they knew, but it's lost. So we only have the quotes. Das ist also Literatur, die sie damals kannten, die uns aber verloren ist. Wir kennen nur diese Zitate davon. Now, the text in your Bibles, is that marked that it's poetry? Do you see that? Wird es bei euch so dargestellt in der Bibel, dass das Poesie ist? Indented or so? Also vielleicht mit so einem kleinen Absatz oder eingedrückt? Also da steht auch dran, Wunder Gottes in der Lutherbibel. Let me see if I can project it. Okay, so it is actually a poetic text. Das ist ein poetischer Text. So I'll try and put it up here so we can see this shape. Now we will look at poetry on Friday, Am Freitag schauen wir uns die Poesie noch näher an. but actually it is quite important to notice that we have an element of poetry, or actually two, in this place here. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir bei diesem Vers hier ein Element der Poesie haben, also sogar zwei. So first of all, we have in Hebrew poetry, you don't hear the rhymes, you have to think them. In hebräischer Poesie hört man das Reimen nicht, man muss es sich denken. So the lines don't always end on the same kind of sound, but the thought is repeated. Das heißt, die Zeile, die endet nicht immer mit demselben Laut, sondern es ist der Gedanke, der wiederholt ist, der sich reimt. Or the thought is contrasted. Manchmal wird der Gedanke auch kontrastiert. And here we have a total mix of things. Hier sehen wir einen totalen Mix von Elementen. The system that they use is called parallelism, and there are various forms of parallelism. Friday. Das System, das sie da nutzen, heißt Parallelismus und da gibt es verschiedene Formen, die wir uns am Freitag anschauen. So we have the first thought that the sun should stand still at Gibeon, Der erste Gedanke ist, die Sonne soll stillstehen bei Gibeon. and then it's contrasted with the moon Das wird kontrastiert mit dem Mond and with a location in Gibeon, the valley of Ayalon. und mit einem Ort, der sich in Gibeon befindet, dem Tal Ayalon. So always when you have two lines like this, actually it's just one thought. It's not two different thoughts. Und immer man zwei solche Zeilen findet, ist es eigentlich ein Gedanke, nicht zwei unterschiedliche. And the writer tries to make the point that the heavenly bodies, sun or moon, would stop. Dem Schreiber geht es darum, dass sich die himmlischen Körper, Sonne und Mond, dass sie stillstehen sollen. Okay, if the verb is used literally. Wenn man das Verb wörtlich versteht. But the term to stand still is also used figuratively quite a lot in the Bible. Aber auch sprichwörtlich ist dieses Wort Stillstehen auch oftmals in der Bibel verwendet. It's actually not standing still, it's actually to be silent Es or kann to auch be unmovable. bedeuten, nicht nur still zu stehen, sondern auch still zu sein oder unbeweglich So zu sein. if someone is shocked, you kind of freeze, and that's the term. Wenn jemand schockiert ist und so still steht, dann ist das damit gemeint. So literally it could mean the sun really stopped. Es kann wörtlich heißen, dass die Sonne sich nicht mehr bewegt hat. Figuratively it could mean even the sun and the moon were so shocked. Sprichwörtlich könnte man da auch verstehen, selbst die Sonne und der Mond waren so schockiert. Okay, both is possible. Beides ist möglich. Okay, and the problem is that's where we have to interpret. What did the author mean? Und da ist jetzt für uns die Aufgabe, wir müssen verstehen, wir müssen interpretieren, was hat der Autor gemeint. Did he use it literally or figuratively? Hat er es jetzt wörtlich oder sprichwörtlich gemeint? Okay, now we have an additional paragraph afterwards where we see literally the sun stood still, so it was meant with not moving. Wir haben hinterher nochmal einen Absatz, wo es ziemlich klar wird, dass die Sonne tatsächlich stillstand, dass die Bedeutung, die hier gemeint ist, also ist,
wirklich stillzustehen und nicht zu bewegen. So, the same thought is repeated. First it is said as a command, and then it is said how it actually was happening. Derselbe Gedanke wird hier nochmal wiederholt. Zunächst mal war das ja als Befehl ausgesprochen und jetzt wird es beschrieben, wie es passiert ist. Okay, so that's basically the same thing. Also im Prinzip ist es aber dasselbe. Now, it's also leading into the kind of climax of this verse here. Und das führt uns jetzt in den Höhepunkt des Verses, Until the nation took vengeance on their enemies. bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hat. That's the purpose of the statement. Das ist die Absicht von So it's dieser Aussage. like the peak of this little phrase here. Das ist so wie der Höhepunkt von dieser kleinen Phrase. So the elements of heaven were kind of stopping until Joshua achieved his goal. Die Himmelselemente, die standen still, bis Josua sein Ziel erreicht hatte. That is what we can read in this passage. Das können wir hier in dieser Textstelle lesen. Okay, now we have the next verse that says it literally happened. The sun was still for one day. Und dann kommt der nächste Vers, wo tatsächlich steht, es ist wirklich passiert, die Sonne stand einen Tag lang still. And our challenge is now, do we believe that or not? Die Herausforderung an uns ist jetzt, glauben wir das oder nicht? First of all, we have another worldview today than it was at that time. Zunächst mal haben wir heute eine andere Weltanschauung, als sie damals hatten. And with worldview, I mean another view on the world and the cosmos as they had. Und Weltanschauung meine ich jetzt wirklich so, wie wir die Welt verstehen und den Kosmos. We would say, no, the sun is still, the earth is moving. Wir würden ja heutzutage sagen, ja, die Sonne ist doch immer still und die Erde bewegt sich. Well, that's not a problem because they just had a different idea at that time, that's all. Das ist aber kein großes Problem. Die hatten damals einfach ein anderes Verständnis davon. So we don't have to go into that. Also darum geht es jetzt nicht. So we would simply say, no, the earth stopped rotating, for example. So wie wir das dann erklären würden, ist, dass sich die Erde kurz aufgehört hat zu drehen. Because that's when the sun stands still, when the earth doesn't rotate. Yeah. Dann würde die Sonne stillstehen, wenn die Erde sich nicht mehr um die eigene Achse dreht. Okay. So in any case, the question is, are we willing to believe it or not? Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu glauben oder nicht? Our education says impossible. Unsere Ausbildung, unsere Schulausbildung sagt, das ist unmöglich. Okay. You cannot do that. Das kann nicht passieren. You cannot stop the earth. Man kann die Erde nicht anhalten. Otherwise, the rotation, which balances the say again? Gravity, yeah. So the centrifugal forces and the gravity are out of balance. Dann würden diese ganzen Kräfte aus der Balance kommen, die Erdanziehung, die Zentrifugalkraft. So, I mean, we're sitting here, but we're actually moving with about 1,600 kilometers an hour. Wir sitzen ja hier, aber eigentlich bewegen wir uns etwa 1600 Kilometer Kilometer per pro Stunde. That's how fast we turn every day. Yeah. So schnell drehen wir uns jeden Tag. 40,000 kilometers in 24 hours, once around. In 24 Stunden drehen wir uns 40.000 Kilometer einmal ganz rum. So you pull the brakes, and I mean that's really you stop. Wenn man da jetzt die Bremse reinhauen würde, dann würde das wirklich So anhalten. technically we cannot imagine that this is possible. Also technisch ist es unvorstellbar, dass das möglich wäre. So our natural reaction would be, let's find arguments that can leave the text but change the meaning. Unsere natürliche Reaktion wäre also zu sagen, okay, komm, wir gucken mal, wie wir das vielleicht so stehen lassen können, aber die Bedeutung dessen verändern. And then we are automatically in the question, how did God do it? Und dann kommen wir automatisch zu der Frage, wie hat Gott es gemacht? And he's not answering it. Und er beantwortet uns diese Frage nicht. Okay, so the question is, can we believe that God can do it or not? Also eine Frage ist, können wir glauben, dass Gott das tun kann? I can believe he did it, Ich kann glauben, dass er es getan hat. but I have no clue how. Ich habe keine Ahnung wie. Okay, so we have no means of explaining this miracle. Wir haben keine Möglichkeit, dieses Wunder zu erklären. Now, when we read the Bible and we work with people who read the Bible, we get two categories of miracles. Wenn wir die Bibel lesen und die Reaktion von Menschen darauf sehen, es gibt zwei
zwei Kategorien von Wundern. Some miracles that we cannot explain, like this one. Manche Wunder können wir überhaupt nicht erklären, so wie dieses. And our tendency is kind of to try and get them away. Und dann tendieren wir dazu, sie irgendwie